Andrea und der Christopher. Und beide fahren ein grünes Auto. Das könnte mal ein Polizeiauto gewesen sein. Ja, sie nicken. Zumindest ist es ein richtig schönes Auto. Sie haben ihn selber ausgebaut. Er heißt Überallpenner. Ihr lebt jetzt in dem Auto, Andrea? Ja, genau. Schon seit fast 3 Jahren. Seit 3 Jahren? Ja. Ist das schwierig, im Auto zu leben? So, oder man braucht ja viel Geld, oder? Na, das ja nicht, aber die 8 Quadratmeter so auf engem Raum so lange zusammen ist manchmal doch etwas anstrengend. Das ist so eine, ich sag mal, eine ganz große Beziehungsprobe, oder? Auf jeden Fall. Also wir haben es mit einer Reise versucht, die erstmal so nur 18 Monate ging. Und da wollten wir erstmal austesten, ob es mit uns beiden dann auch klappt. Das heißt, ihr habt euch kurz vorher kennengelernt? Oder? Nein, wir kennen uns tatsächlich schon seitdem wir 16 sind. 16. Ja. Okay, das heißt, vor 3 Jahren habt ihr euch kennengelernt? Genau. Ja, natürlich. Leben in so einem Fahrzeug. Das heißt, ihr seid ja jetzt im Moment im Sommer in Deutschland. Jetzt geht's ja, aber ich nehme an, ihr reist dann in den Süden oder in den Norden. Wo geht's denn im Winter? Also wir mögen den Winter. Also wir waren vorletztes Jahr 4 Monate in Norwegen, in Nordnorwegen im Winter. Und es war wundervoll. Also die Kälte macht uns nichts. Mit der Hitze kämpfen wir eher. So, das Thema Lieben und Beziehungen. Ich meine, ihr seid wahrscheinlich noch nicht verheiratet, oder? Doch, schon. Doch, ihr seid verheiratet. Schon seit 10 Jahren. Aber man heiratet natürlich, um zusammen zu sein, oder? Ja, aber es ist doch noch mal was anderes als in einer Wohnung und jeder geht seinen Arbeitsweg jeden Tag. Und so, das heißt, ihr habt einen YouTube-Kanal, ihr verdient schon ein bisschen Geld damit? naja, so viel ist es nicht. Marginal. Ja. Also wir arbeiten beide noch. Genau. Ihr arbeitet beide noch? Ja, Was? wir arbeiten von unterwegs. Was macht ihr? Also Andrea ist halt selbstständig als Texterin, die schreibt halt Texte und ich arbeite halt für einen regenerativen Energieversorger, so im IT-Bereich und mache da halt so... Gut, da spielt es keine Rolle. Das heißt, du bist bei Fernwartung auf allen Ja genau, so Fernwartung, ich kann halt von unterwegs arbeiten. Man muss halt nur die Zeitzone einigermaßen passen, dass wir halt zu den normalen Geschäftszeiten arbeiten. Zeitzone, wenn man darüber nachdenken muss in Europa, das ist das, ne? lustig. Ja. Ja, dann entsprechend die Latenzzeiten der Server müssen ja auch noch passen und so weiter, wenn ihr jetzt irgendwo in Indien seid oder so. Ja, genau. Also nee, waren wir noch nicht. Also Internet muss natürlich immer gut verfügbar sein. Aber das ist ja eigentlich in den meisten Ländern. Ich sag mal, Deutschland ist aber das größte Problem, so ist unsere Erfahrung. Ist das der Blog oder ich sag mal die Seite? Ja, das ist genau. Das ist unser YouTube-Kanal, haben wir halt auch und unser Blog. Unser Reiseblog. Also bitte, liebe Leute von German TV, geht bitte auf Überallpenner und macht da mal bitte ein Abo, denn die Leute werden da leider nicht auf die Abrufe belohnt, sondern die gucken erstmal, wie viele Abonnenten sind da drauf und so weiter. Ihr habt schon viele Abonnenten, wie viel habt ihr? Ich glaube 12.000. Oh, ist doch viel. Ja, also ist schon schön. Schon schön. Ich zeige das mal gerade. Der ist hochgradig geländegängig. Es ist ein Polizeiauto. Das heißt, der kam so komplett mit Ausbau und allem drum und dran. Die Also Polizei hat darin gewohnt? Nee, das nicht. Also den Innenausbau haben wir selbst gebaut. Da war eine Funkausstattung drin. Ja. Also noch komplett mit allen Schaltern und Funkausrüstung. Und das haben wir eben rausgerissen, neu isoliert und alles neu gemacht. Ein Funkkoffer quasi. Im Funkkoffer, genau. Funkkoffer. Mit hydraulischen Stützen am Koffer. Ach, die waren schon dabei. Ja, die haben wir aber rausgerissen. Die haben wir rausgemacht. Ja, ist ja klar, weil das Schönste sind die hydraulischen Stützen, wenn jetzt viele Leute sagen, aber ihr sagt, das spielt gar keine Rolle. Du fährst natürlich auch Elektroskateboard, ich auch, muss ich dazu sagen. Das ist kein Elektroskateboard. Nein, sondern? Das ist für einen Kite. Also, Kite? Ja, das Strandkite? ist so. Ja, genau, am Strand zum Kiten. Dafür ist es da. Echt? Ja. Das sah nämlich so ein kleines bisschen aus, als wäre da noch ein Antrieb drunter. Nein, ist es nicht. Kitesurfen ist ja so eine Sache, würde ich mir gar nicht so zutrauen, aber es geht. Man kann das gut machen? Ja, also wir haben auch natürlich alles dabei. Also Kiteboards, Beide Kiteschirme. Kites. Hauptsächlich ich. Andrea probier's probiert immer das ab und zu mal, wenn schönes Wetter ist und nicht zu viel Wind, dann müssen die Bedingungen ideal sein. Ich fasse mal gerade zusammen. Ihr wohnt seit 3 Jahren in dem Auto. Ja. Echt? Ja, also seit 2,5, wenn man es genau Seit nimmt. 2,5 Jahren. Und dann irgendwann, ich sag mal, das ist doch das Leben, was die Leute sich so erträumen. Die meisten, die ich so filme, die sind ein kleines bisschen älter wie ihr. Darf ich mal fragen, wie alt du bist? 37. 37. Und du? 38. 38. Ich sehe aber noch jung aus. Finde ich. Dankeschön. Ja, gerne. So, das ist hier drin. 3,5 Jahre, gab es denn schon mal so eine Beziehungsprobe, wo ihr gesagt habt, naja, ihr seid euch ziemlich auf den Geist gegangen? Manchmal beim Navigieren. Da passiert es. Naja, wenn dann der Weg nicht so ganz passt und dann doch enger wird, dann ist man natürlich erstmal ein bisschen so, Ja, meistens fahre halt ich und Andrea ist zum Navigieren da. genau. Der Und ist doch schmal, der kommt ja überall durch. ja, aber er ist ein bisschen höher und manchmal kämpft man dann mit den Bäumen und deshalb hat er vorne auch eine kleine Beule. Oh, sag mal. Ja, warte, das gleiche vorne am Koffer. Natürlich haben wir das überlackiert,
Oh, das sieht man von hier gar nicht. Da ist ein Baum drauf oder was war? Ja, er ist gegen einen Baum gefahren, ja. In Rumänien waren die Äste ein bisschen tief und da sind wir am Baum hängen geblieben. Hat auch eine Weile gedauert, bis wir es gemerkt hatten. Und der war denn dicht noch danach? Ja. Ja, ist zum Glück nur als Aluminium halt, das Aluminium eingedrückt. Wir haben auch gleich nachgeguckt, also hat nicht reingeregnet. Und Oh, das ist ja auch ein stabiler Aufbau, der drauf ist, oder? Der ist komplett genietet mit allem drum und dran. Also ich nehme an, der wird euch überleben. Das Schöne ist, das Fahrzeug hat bereits alles an CO2 verbraucht, was es jemals verbraucht hätte. Wenn man es jetzt kaputt gemacht hätte, das wäre ja das Schlimmste der Welt gewesen, oder? Für uns auf jeden Fall. ja, wäre auch echt schade halt, weil es ist ein funktionstüchtiges Fahrzeug. Als wir es übernommen haben von der Polizei, hatte das 24.000 Kilometer auf der Uhr. Und jetzt, ich glaube 70. Nee, fast 80 schon. Ach, fast 80 schon. 80.000. Da sind ganz viele wichtige Dinge drauf, die meisten nur aus kosmetischen Dingen draufschrauben, wie zum Beispiel riesige Scheinwerfer. Aber ihr habt die wirklich schon gebraucht, oder? Ehrlich gesagt, die sind ziemlich neu noch. Also wir hatten vorher schon welche, die waren nicht ganz so toll. Und wir haben es aber halt in Norwegen, so in den Tunneln oder sowas, haben wir gemerkt, dass wir nicht genug Licht haben. Deswegen ist das schon ganz gut, sowas zu haben. Ungefähr das Baujahr von dem? 89. 89. Das ist das Geburtsjahr meiner Kinder. Sie sind jetzt 34. Ja, kommt das hin? Ja, sind da 32 jetzt. 32, ja. 32. Alutech ist oben drauf. Was ist oben drin? Da sind die Kites drin. Die Kites. Ist ja jetzt hier nicht so kiten, oder? Am Flugplatz ginge. Ja, das Mountainboard, das würde funktionieren, ja. Sag mal so, den ganzen Tag, ihr habt so ein Leben, ich sag mal jetzt ein normales Arbeitsleben, 9 to 5, wo ihr sagt, ihr steht auf oder du fängst an zu texten, wann du Lust hast? Eigentlich stehen wir schon früh auf, damit wir was vom Tag haben. Also vormittags ist dann immer dieses Arbeiten, Schreiben oder eben Christopher arbeitet. Ja, das ist ein bisschen ungewohnt. Da hinten, da fliegt gerade ein Luftschiff. Unglaublich, wir sind nämlich in Friedrichshafen. Und dann? Ja, also so bis 12, bis Mittag arbeiten wir meistens und am Nachmittag versuchen wir irgendwas zu unternehmen. Wandern, klettern oder eben kiten oder je nachdem, was beim Wetter möglich ist. Ein Traum, das seit über 3 Jahren oder über 2,5 Jahren jetzt. Ist denn schon mal irgendwas passiert, dass ihr mal liegen geblieben seid mit dem Auto? Weil das ist ja sehr robust. Oder? Ja, wir hatten ganz oft Reifenpannen. Also wir hatten 5-mal hintereinander eine Reifenpanne. Und das war irgendwann schon wirklich nervig, dass man sich so gefragt hat, ja, warum tun wir uns diesen Scheiß an und wir würden am liebsten alles hinschmeißen. Und ja, aber man wächst halt an seinen Aufgaben und das ist halt das Gute. Ist das schwer, die zu montieren, die Reifen? Mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile nicht mehr, weil wir Erfahrung haben. Aber anfangs war das wirklich schon ganz schön nervig. Also wir hatten auch vorher, in den Reifen waren Schläuchen drin. Jetzt mittlerweile haben wir die Felgen umgerüstet, sodass wir schlauchlos fahren können. Jetzt ist der Wechsel noch wesentlich einfacher und geht wesentlich schneller. Aber okay, das heißt, ihr braucht keinen Schlauch einziehen und so weiter? Genau, das fällt halt alles weg mit diesem Schlauchwechsel. Jetzt kann man wirklich, das ist eine Sprengringfelge, man kann den Außenring runternehmen und könnte den Reifen sogar wechseln, ohne dass man die Felge abschraubt. Das geht? Das geht, ja. Ich sehe. Ja. Ist aber so eine Sache, wenn es passiert, du merkst direkt, was passiert ist? Wenn so Luft fehlt und so? Ja, also das hört man. Ja, also wenn es zischt, das hört man schon. Und du merkst es am Fahrzeug natürlich, gerade wenn es vorne ist, dass es dann halt schräg liegt. Mittlerweile haben wir aber so ein Reifendruckkontrollsystem, damit wir das dann eben nicht mehr nur an der Schräglage merken. Sehr schön. Also da unten kommt's. Ihr könnt ja den Luftdruck absenken. Habt ihr das schon mal benötigt? Ja, also wir waren in der Ukraine an einem Strand und haben uns da etwas festgefahren. Und ja, da haben wir dann, ich weiß gar nicht, wie weit die Luft abgelassen, aber es hat dann im Endeffekt wieder funktioniert. Also Ja, wir sind dann unter- rausgekommen. Auf unter 2 Bar hatten wir Ja. abgelassen. Ich filme mal gerade da vorne rein. Du bist so eine Blumenfrau. Ja, wir wollten es ein bisschen freundlicher gestalten. Vorher war eben der normale Bulli-Stoff oben drin einfach nur hellbeige. Und ja. Aber das ist doch exakt das, was die Leute erwarten von euch. Das heißt, ihr seid unterwegs. Du hast natürlich Dreadlocks an, ist ja klar. Ist das cool, Dreadlocks? Ist praktisch auf jeden Fall. Naja, ich muss nicht so oft Haare waschen und ich brauche mir morgens nicht die Haare föhnen oder kämmen oder sowas. Also ich mache einfach Haare zusammen und fertig. Ist das so, dass wenn ihr damit rumfahrt, du hast jetzt Dreadlocks, du hast da vorne Peace und so weiter drin, gibt es dann im Prinzip jedes Mal eine Kontrolle an der Grenze? Oder? Eigentlich selten. Ja. Also bisher hatten wir noch nie Probleme deswegen. Also wir hatten generell noch nie Probleme an den Grenzen, nur dass man halt mal in die Alukisten gucken wollte, weil sie dachten, da ist Fisch drin. Fisch. Fisch, genau, in Finnland war das. Sie dachten, wir schmuggeln Fisch aus Norwegen. So, wenn ihr mal kurz mitkommt, wir können das mal zeigen. HWI, das heißt, ihr habt ihn ja irgendwo zugelassen, oder? Ja, das ist unser letzter Wohnort. Das war Hansestadt Wismar. So, wie funktioniert das, wenn ich keinen Wohnsitz habe? Also wir haben schon noch einen Also Wohnsitz. eine Meldeadresse. Genau, Ja. genau. Das macht Sinn, oder? Ja,
Ist schon ganz praktisch, auch mit der Post. Mit der Post, die Versicherungen, die was weiß ich, weil ich habe ja vielen Leuten die Frage gestellt, wie ist das denn, wenn man jetzt ins Wohnmobil zieht, braucht man da noch eine Adresse? Es geht schon, aber ich glaube, die müssen sich so langsam darauf einstellen. Immer mehr Leute wollen ins Wohnmobil ziehen, oder? Also ich denke auch, dass es da irgendwann was Neues gibt, aber bisher ist es so einfacher, wenn man die Möglichkeit hat mit einer Meldeadresse, dann klappt das alles einfacher. So, wir sind in Friedrichshafen. Das hier ist quasi für euch schon lange gesetzt, hier zu sein, weil ihr musstet ja dann irgendwann mal sagen, wir brechen dann auf von Finnland, müssen nach Friedrichshafen fahren, oder wo seid ihr jetzt gewesen? Also wir waren jetzt fast ein Jahr auch wieder in Deutschland, sind aus Griechenland erst zurückgekommen, letztes Jahr im Sommer, im August, und sind dann jetzt wieder auf dem Weg nach Süden. Griechenland. Und das war schön? Es war wunderschön. Wir waren 6 Monate dort. Ja, aber ihr hättet ja da bleiben können. Ja, aber wir wollten auch mal wieder unsere Familie und Freunde besuchen und deshalb haben wir uns auch noch mal ein paar andere Länder angeschaut, wie Montenegro, Albanien. Also okay. Ukraine am Strand. Ich sag's ja sehr ungern, wenn man jetzt die Bilder sieht, das ist zerreißt einem das Herz, oder? Auf jeden Fall. Also wir waren vor 4 Jahren da und Schönes Land. ist ein wunderschönes Land. Wundervolle Leute. Ja, jetzt sind ja die Fahrzeuge blau mittlerweile von der Polizei. Grün ist ja, ich sag mal, eine Friedensfarbe, die hier reinkommt. Es hätte ja nicht schöner kommen können. Das heißt, die Kabine war schon grün so in dem Grün? Ja. Die war so. Pfefferminzgrün, ja. Aber wir haben sie neu lackiert, also sie sah nicht mehr ganz so hübsch aus. Vor ein paar Monaten hat er einmal neue Farbe bekommen. So, wir gehen doch gleich mal rein, gucken uns das Ganze an. Zeitumbau, das heißt, ist das so ein Umbau, der im Prinzip niemals aufhört? Auf jeden Fall. Es ist immer so, also es ist wie bei einem Haus, es ist immer was zu tun. Es geht immer mal eine Steckdose kaputt oder irgendwas bricht ab und dann muss man es halt neu machen. So, wir schauen uns das mal an. Das ist die Fahrerkabine. Du fährst selbst auch oder gar nicht? Ja, schon. Ja, aber Christopher fährt lieber, deshalb fahre ich nur ab und zu. Der Trucker. So, schauen wir mal kurz. So, ihr habt mir jetzt hier interessanterweise über den Treibstofftanks ein ganz kleines Podest hingebaut, damit ich ein klein wenig eher hochkomme. Aber das funktioniert so. Das heißt, habt ihr jemals Angst gehabt, mal frei zu stehen? Oder? Nein. Gar nicht. Nein. Also bisher noch nicht. Unglaublich. So, ich versuche mal hochzukommen, wenn du es mir gerade mal vormachst. Ja, ich wollte gerade fragen. Also wir machen das eigentlich ganz einfach. Da hoch, dann einsteigen. Und super. Rückwärts auch wieder raus. Rückwärts wieder raus. Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Ich gebe dir mal gerade das Mikro von mir. Ja. So, und dir gebe ich mal gerade die Cam. Ja. Dann gehe ich mal rein. Da hoch. Ja. Ungefähr so. Ungefähr so. Dankeschön. Ganz gut aus. Oh ja, für 54. Der Vorteil ist natürlich nicht barrierefrei. Das hat Vor- und Nachteile. Aber ihr seid ja noch jung. Und wer Kitesurfen kann, der kann auch hier reinsteigen. Auf jeden Fall. So, dann kommt mal rein bitte. So, willkommen in unserem Heim. Stark. Denken hilft, steht da vorne. Informatiker, nehme ich mal an. Was hast du gelernt, oder? Ne, ich habe eigentlich Kommunikationselektroniker der Fachrichtung Funktechnik gelernt und habe danach Elektrotechnik studiert. 1 durch 2 Pi mal 3? die Thomsonsche Schwingungsformel. Ich musste sie damals mal lernen, deswegen war das so die. Das ist aber. Ach so, daher kommt das. Ist es heutzutage aber im Prinzip ganz anders, aber es hat einen Vorteil, dass man weiß, also wie ein Strom fließt und was Ampere ist und so weiter. Das ist dir bekannt. Ja, ist ja auch ganz gut, wenn man so ein Auto ausbaut. So ein paar Kenntnisse sind da nicht schlecht. So, ich zeig's mal gerade. Da vorne ist die Heizung. Davon habt ihr wahrscheinlich gleich 2, oder? Heizungen? Nee, wir haben wirklich nur eine, aber wäre eigentlich klug gewesen, weil wenn mal eine ausfällt, was wir mal in Norwegen hatten, waren wir ganz schön aufgeregt, wie wir das jetzt wieder hinkriegen. Ist da kalt in Norwegen? Ja, im Winter schon. Also wir hatten, ich glaube, minus 25, minus 30 Grad waren so die kältesten Temperaturen, die wir hatten. So, da vorne ist der Tisch. Der lässt sich absenken, falls mal jemand hier zu Besuch kommt? Oder ist es fürs Bett? Hauptsächlich fürs Bett, weil das dann so als Einstiegsstufe dient. Also können wir halt absenken und das Bett kann man nach vorne ziehen. Das ist so auf Laufschienen. Ja, zeig mal bitte. Ja. Tisch absenken. Boah, ist das spannend. Ich hab voll die Ehrfurcht vor euch, weil ihr so jung seid, weil ich normalerweise immer nur Leute interviewe, die etwas älter sind. Ihr seid quasi Vanlifer, kann man das sagen? Ja, ich mag das Wort nicht so gerne, Aber warum nicht? weiß nicht. Das ist so ein Lifestyle-Wort. Das ist ein Lifestyle-Wort. Ihr macht das eh schon ewig. Für euch kommt doch gar nichts mehr anderes in Frage, oder? Mittlerweile nicht. Vielleicht ändert sich das irgendwann nochmal, aber aktuell fühlt sich das gut an und deswegen, warum sollten wir damit aufhören?
Das heißt, ihr seid tagtäglich im Urlaub. Gibt es so Tage, wo du sagst, ich will überhaupt nicht arbeiten? Oder gibt es die Möglichkeit, dass ihr mal sagt, ich arbeite mal den ganzen Tag durch und habt dafür morgen frei? Oder? Das gibt es natürlich. Also für mich als Selbstständige ist das überhaupt kein Problem. Ich kann mir meine Arbeitszeit halt selbst einteilen. Bei Christopher ist es auch nicht anders. Also das funktioniert bisher ganz gut. Dass wenn wir mal 2 Tage frei brauchen zum Wandern oder so, dann kriegen wir das schon hin. Ist ja so, dass du wahrscheinlich die Leute, die du jetzt verlassen hast, tauschst gegen andere Bekanntschaften, die auch sehr wertvoll sind, oder? Ihr habt wahrscheinlich viele Leute kennengelernt im Laufe der Zeit. Auf jeden Fall, wahnsinnig viele, aber es ist auch schön, überall in der Welt Leute zu kennen. Also wir waren jetzt gerade in Deutschland bei vielen Leuten, die wir unterwegs kennengelernt haben die besucht in Hamburg, in Bayern, und es ist wirklich schön, überall Menschen zu kennen. Ist ja so, das Normale ist ja so, man lebt in einem Haus, man hat einen Job 9 to 5, kriegt dann Kinder, Oma freut sich dann, Kids sind da. Bei euch ist das ganz anders. Das heißt, ihr seid ja unterwegs, einen Hund habt ihr auch nicht, oder? Nee, also das kommt für uns auch nicht in Frage, weil wir eben viel unterwegs sind mit dem Wandern und Klettern und Surfen, und das möchten wir auch nicht, das möchten wir ihm nicht zumuten. Schaut mal da vorne, das ist eine typische Airline-Schiene, wie man sie so im Einsatz hat. Das könnte jetzt eine Wäscheleine sein. Das ist eine Fehlkonstruktion. Ja, das war eine Fehlkonstruktion. Eigentlich hatten wir hier hinter ist halt so eine Toilette und hier unter ist auch die Dusche. Das kann man alles so ein bisschen umbauen und wir wollten hier so eine... Das ist die Dusche, das kann man hier rausnehmen. Ich kann das genau Sag mal. Das auch? Das ist ja spannend. Das ist die Dusche. Das ist die Dusche. Ja, genau. Das ist so eine Art Dreckschleuse auch. Gleichzeitig, wenn man mit den nassen Surfsachen reinkommt, kann man den Deckel rausnehmen, kann dann hier abtropfen, den Neopren hier reinschmeißen und gegebenenfalls auch duschen. Da haben wir einen kleinen Vorhang, den hängen wir ein und dann können wir hier auch duschen. So, hier ist das Bett. Das Bett ist riesig. Ja. Wenn ich so sehe, wie die meisten schlafen in Wohnmobilen, die so winzige Betten haben und dann das Bett spazieren fahren, die können es einfach zusammenfalten. Ja, das wollten wir eben nicht. Also wir schlafen ja auch gerne und deshalb sollte das Bett schon sehr gemütlich sein. Aber weil es eben so groß sein sollte, haben wir es zum Wegklappen dann doch gemacht. Also ich wiederhole nochmal das Wort, was sie gesagt hat. Wir schlafen auch gerne. Ja. Das tun aber alle. Ja. Das ist, ich hatte gerade eben ein Pärchen interviewt, die einmal am Tag nur essen und nichts trinken. Das heißt, klar, die trinken halt Sachen, aber nichts mit Alkohol. Ein guter Wein mal abends, geht das? Ja, natürlich. Also gerade in Albanien waren wir auch bei einer Weinverkostung oder sowas. Also das nutzen wir schon gerne. Ganz normale Leute seid ihr quasi. Ja. Du guckst natürlich, da hast du einen Notebook mit dabei, auch mal eine Serie auf Netflix schon mal? Ja, nicht. Natürlich. Auch? Natürlich. Also so ab und zu abends, gerade wenn das Wetter schlechter ist, wenn man mal 3 Tage Regenwetter hat und nicht rausgehen kann, also nicht lange rausgehen kann, kommt sowas schon mal. Also ein Film oder eine Serie, natürlich. Ich darf mal da vorne das Bild zeigen, das Schwarz-Weiß da oben. Ja. Was ist da passiert? Also es ist nachgestellt, das Bild. Das sind historische Bilder, die wir nachgestellt haben. Das ist die Kommune 1 und hier haben wir das letzte Abendmahl nachgestellt. Geil. Und das ist Raising the Flag und Man on the Skyscraper. Also das ist einfach nur mit Freunden zusammen, dass wir auf einem Festival immer wieder irgendwelche Bilder nachstellen, irgendwelche historischen Bilder. Ihr habt unglaublich viel Spaß, glaube ich. Ja. Das ist so da vorne bist du, Moin steht drauf auf dem Bild. Ja, was ich so spannend finde, ist, dass das im Prinzip ein Abenteuer ist, bei dem ihr nicht gewusst habt, wie lange es dauern wird, oder? Genau. Wir haben einfach angefangen und es läuft immer noch, ja. Das Fahrzeug ist ja gebaut für die Ewigkeit eigentlich. Das heißt, also am Fahrzeug wird es nicht scheitern, oder? Ich glaube nicht, nein. So, ich guck mal gerade. Ja, Strom habt ihr auch. Ihr habt Solar auf dem Dach. Das heißt, ihr seid vollkommen autark, steht aber jetzt im Schatten. Ja, das ist ja auch so heiß, da muss ganz gut im Schatten zu stehen. Aber wir haben große Batterien. Also wir haben 900 Watt Solar auf dem Dach und haben 5,1 Kilowattstunden Lithium-Batterien. 5,1 Kilowattstunden. Das sind bei, der steht auf 12 Volt, 24. Oder 26 Volt, die Lithiumspannungen sind ja ein bisschen anders, sind das 200 Ampere-Stunden. 200 Ampere-Stunden. Das heißt, du könntest 5,6 kW eine Stunde lang entnehmen. Ja, genau. Okay, das habe ich verstanden. Das heißt, du könntest zum Beispiel 1000 Watt 5 Stunden lang entnehmen. Ihr habt eine Waschmaschine? Nö, also eine Handwaschmaschine, also wir waschen mit Hand. Das warum kommst du zu mir? Das war ein Scherz. Also wir haben ein Waschbecken. Ja, viel zu groß ist. Ja. Genau, also für die normale Wäsche nehmen wir das Waschbecken, ansonsten fahren wir dann auch mal in den Waschsalon. Waschsalon, okay, das passt ja lang. So, die Tür, die ist mit Filz verkleidet. Habt ihr einen Plan gehabt, als ihr das hier jetzt ausgebaut habt? Oder habt ihr mal so alles mal reingestellt? Oder war das so mit dem IKEA-Möbelplaner? Nee, also wir hatten vorher schon ein LT 4x4 und davor ein Bulli und deshalb
Ja, genau. Deshalb wussten wir schon so, was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Eben viel Stauraum für Sportequipment. Ein großes Bett auf jeden Fall. Eine Dusche drin war uns jetzt nicht ganz so wichtig, aber war dann gut, dass wir es haben. Und ja. Ihr habt da vorne einen Durchstieg, der ist ja auch wichtig. Man kann den zumachen, den Durchstieg? Ja, den kann man genau. zumachen. Der ist jetzt auch nur halb geöffnet, damit man Sachen durchreichen kann. Das sind so 2 Platten, die kann man rausziehen und dann macht man das Ganze auf und kann es auch verriegeln. Weltreise ist ja das große Thema. Das heißt, ihr könntet mal über den Teich schippern, das würde gehen? Es würde gehen, ja. Ist vielleicht auch nochmal geplant, wer weiß. Also. Gut, da ist die Latenz da natürlich ein bisschen anders und die Zeitzone ist da ein bisschen anders, aber das würdest du auch noch hinkriegen. Arbeitgeber, der macht mit, dem ist das egal? Ja, noch macht das mit. Also funktioniert eigentlich ganz gut. Also deswegen das Problem mit der Zeitzone. Also innerhalb von Europa ist das halt kein Problem aktuell. Ich baue nochmal fix. Das ist gut so, ja. Das große Thema ist ja Telco. Das heißt, also es läuft ja viel über Telco, bei euch auch, oder? Ja, genau. Also wir brauchen halt hauptsächlich halt über irgendwelche Konferenzen, die halt jetzt über das Internet halt stattfinden. Das hat ja auch, irgendwie muss man ja auch sagen, Corona so ein bisschen möglich gemacht, dass sich darauf viele eingelassen haben, zwangsläufig. Und das wird halt so fortgesetzt. Und das spielt uns natürlich in die Karten. Genau, wenn ihr mal Katz und Netzheit beide euch mal da hinsetzt, dann kann ich wegen dem Licht mal auf die andere Seite kommen. Ach so, ja. Denn ich habe so viele Fragen an euch noch, weil viele, die das jetzt sehen werden, die werden sagen, hey, das will ich ja auch mal machen. Die sind aber so ein bisschen gefangen in ihrer eigenen Blase, dass sie sagen, wir haben ja eine Wohnung, wir haben ja Freunde, wir haben ja den Verein, wir haben ja die Hunde, wir haben ja dies und das und jenes. Wann fing das denn an, wo ihr gesagt habt, wir wollen jetzt im Auto leben? Es muss ja irgendwann mal so ein... Oder Also ich glaube, also wir haben 2017 haben wir uns dazu halt, also wir hatten ja diesen LT 4x4 und der war so ein bisschen sanierungsbedürftig und dann haben wir halt überlegt, ob wir uns jetzt ein ganz neues Projekt starten oder ob wir den umbauen und sind dann irgendwie dazu gekommen durch Freunde, die auch einen LKW haben, in diese Schiene zu gehen, halt wir nehmen LKW und nur fürs Wochenende oder für so einen Urlaub lohnt sich sowas halt nicht, also, und dann müssen wir auch länger Zeit haben und dann ist ja halt die Idee vom Sabbatical entstanden, dass wir mal so ein Jahr Auszeit machen und dann habt ihr auch gemacht, ja. haben wir auch gemacht, genau. Ohne Arbeit. Ja, ohne Arbeit, also so freigestellt von der Arbeit und geguckt, wie es so läuft. Und irgendwie wollten wir halt gar nicht mehr zurück. Und dann mussten wir uns halt ja irgendwie Wege suchen, dass wir das irgendwie so verbinden können, das Reisen und das Arbeiten. Und so ist das Ganze entstanden. So, und dann war ja so die Zeit, wo ihr das mal den Leuten sagen müsst, die ihr lieb habt, Mama und Papa, so, wir sind denn jetzt mal weg. Und was haben die so gesagt? Okay, ihr kommt ja Samstag wieder, oder? Ja, genau. Also es war auch so, ja, ist ja bloß ein Jahr, ihr kommt ja dann wieder und das kriegen wir schon hin. Aber jetzt fahren wir halt wieder los. Das ist dann doch schon mit einigen Tränen manchmal verbunden. Ist das so? Ja. Gucken schon. Ja, also wenn man sich schon ein Jahr nicht sieht, ist das manchmal schwierig. Gerade dann so zu den Feiertagen, so Weihnachten, Geburtstage, die man nicht erlebt. Also es werden Kinder geboren in der Familie, die man dann erst nach einem Jahr kennenlernt. Ja, ich habe das bei mir jetzt, eines in Lettland, die anderen in Amerika. Man sieht, Enkel siehst du nur 1-2 Mal im Jahr. Das ist so, ich glaube, das ist doch was anderes. Auf der anderen Seite, ich meine, man darf da nicht so, ich sag mal, eigennützig sein, egoistisch sein. Ist ja dein Leben und nicht das Leben für die anderen, oder? Genau, also aber auch aus dem Grund haben wir unseren YouTube-Kanal gestartet. Also eigentlich haben wir nur für unsere Freunde und Familie so Videos gemacht, damit die immer wissen, wo wir gerade sind, was wir machen und wie es uns so geht. Und ja, dadurch wussten die halt immer, was wir so machen. Ja, und ist halt ein bisschen größer geworden und interessiert auch andere Leute, ist auch schön. Also 12.000 Leute, da gibt es ja viele Fragen. Wie macht ihr das? Wie geht ihr damit um? Was sind die meistgestellten Fragen? Technische eigentlich. Meist technische Fragen, Echt? ja, wirklich. Die Fragen nicht so, wie ist es an der Grenze? Einreise? Ja, eher selten. Also Ja, wirklich selten. meistens so technische Fragen, so mit Ausbau und gerade auch zum Fahrzeug. Das sind so die meistgestellten Fragen, ja. Was denn zum Beispiel? Batterien, Elektrik allgemein, genau, und was für Probleme wir hatten, also was das Fahrzeug für Probleme hat, gerade halt für Leute, die sich auch so einen MAN G90 kaufen möchten, kommen auf diese Fragen. Das ist so das meiste, ja. Was wäre da für ein Problem typisch für den? Oder gibt es keine? Kein größeres, nö. Also wir hatten ein paar kleinere Probleme, dass mal die Einspritzdüsen mussten wir mal tauschen, aber ansonsten haben wir nur Kleinigkeiten. Irgendwann ein Luftdruckschlauch ab, aber das ist halt nicht nennenswert. Der fährt nicht ohne Luft, oder? Der fährt nicht Ach ohne so, Luft. ja, nee, genau. Der hat halt keine hydraulischen Bremsen, der hat halt eine komplette Luftdruckbremsanlage. Und wenn der Luftdruck abfällt, zieht die Bremse automatisch an. Ist ja auch so eine Art Sicherheitsfunktion. Ja, Und deswegen ist halt Luftdruck ein wichtiges Thema. das ist spannend. Natürlich frei stehen heißt, du stehst nicht immer gerade, oder? Das Gute an einem großen Bett ist, dass man in alle Richtungen schlafen kann. Ja. Ich finde das total spannend. Also wenn ja viele, die sich ja gerade erst kennenlernen, dann sagen, wir gehen auf so eine große Reise. Ihr kanntet euch ja dann schon ein paar Jahre.
also das ist nicht so easy. Ich kann mir vorstellen, so 6, 8 Quadratmeter. Du bist ja da mal draußen. Geht ihr mal alleine auch mal wandern? Oder? Eigentlich erst selten. Ja, aber zusammen alles. ja, doch, wir machen wirklich zusammen alles. Also auch so mit Streit, das ist eigentlich sehr selten. Also wir haben uns früher mehr gestritten, als wir nicht zusammen im Fahrzeug wohnten, als jetzt, wo wir hier zusammen wohnen. Muss ich wirklich, ja, Banalitäten, ja, wirklich. Zahnpasta offen, Banalitäten eigentlich. Also das Übliche, was ja, und das fällt jetzt irgendwie wirklich weg. Also so, das ist, klar gibt es mal eine kleine Auseinandersetzung, aber das ist in 5 Minuten wieder gegessen. Was jetzt so, ich meine, ihr macht ja Fotos, macht den YouTube-Kanal, ihr macht alles drum und dran. Wenn ihr das jetzt noch so 10 Jahre macht, habt ihr viel zu erzählen. Wie sieht denn die Zukunft für euch aus? Arbeiten, so weitermachen? Oder? Wir versuchen es. Also wir haben eigentlich keinen Plan. Echt? Ja, also wir lassen das gerade ein bisschen auf uns zukommen. Wir versuchen das mit dem Geld so hinzukriegen, dass das passt, damit wir Sprit bezahlen können, unsere Lebensmittel, die Versicherung. Und ja, dann schauen wir. Ungefähr, was ist da so Aufwendungen im Monat? Was hat man so, wenn man... Kommt ja immer aufs Fahrzeug an, aber wir haben so mit 1,5 insgesamt, mit komplett... Euro, deutsche Euro. Ja, deutsche Euro. Im Monat, ja. Also mit allen Versicherungen. Genau. Und 1500 Euro. Ja. Man kann für 1500 Euro leben. Ja. also wir beide zusammen. Wir beide zusammen. Ja. Und esst dann auch ordentlich. Ja. Das heißt, Wir sowieso, ja. okay, das heißt, ihr geht weg ab und zu mal essen? Oder? Wenn, dann gehen wir eher in eine Bar, als irgendwo essen zu gehen. Abends dann mal eintrinken oder so? Ja, also Tapas? halt so Leute kennenlernen. Also beim Essen lernt man ja eher weniger Menschen kennen. In der Bar, zum Beispiel in Reykjavik oder so, lernt man dann doch schon eher Menschen kennen und dann eben auch Leute von... In Reykjavik? In Reykjavik. Das liegt wo? In Island. Ihr wart in Island? Ja, Ist genau. das so voll, wie die Leute sagen? Wir waren 2018 da, also da ging es noch, Ja. aber mittlerweile soll es sehr überfüllt sein. Obwohl in der Corona-Zeit war wohl auch ein gutes Reiseziel, was wir so gehört haben. Da war nicht ganz so viel los. Aber da war auch viel gesperrt Ja. dann wieder. Aber im Hochland, wo wir die Hauptzeit waren, da war es wirklich noch sehr leer. Wie lange wart ihr in Island? 6 Wochen. 6 Wochen. Ja. Was ist da so zu sehen? Was sieht man da so? Ganz viel alles. Natur. Grün, grau, braun, Vulkane, Vulkane, Wasser, genau. Wasserfälle. Also es ist das eines der abwechslungsreichsten Länder, glaube ich, was wir bisher gesehen haben. Okay, weil die Leute sagen immer, ich muss nach Island, Ja. Warte mal, ich guck mal gerade, hier vorne kommt wieder so ein Luftschiff. Jetzt so krass, die fliegen direkt über uns. Und wie die hier reindrehen, hast du gesehen? Das ist schon beeindruckend. Ich mach mal gerade die Tür zu, wenn das okay ist für dich. Mal gerade ein bisschen einfach ziehen. Bisschen mit Schwung, genau. Es ist halt eine Schiebetür, ja. Spannend. Gut, das war ja mal ein Funkkoffer. Alles ein bisschen rustikaler. Boah, ich hab kaum noch Fragen, wenn du das überlegst. Also ich fehle mir auch viel, ich sag mal, wenn du das jetzt machst, Invest hier, Auto, Umbau, alles drum und dran, so 50.000, kommt das hin? Ja, schon. Also das Fahrzeug, wird ja alles teurer mittlerweile, aber so um die 20 und dann der Ausbau, das kommt dann schon hin. 30.000 dann ungefähr. Ja. So, dann geht's ja los. Man sollte ein bisschen was zur Seite gelegt haben, oder? Was denkst du, wie viel? 20? Also du meinst jetzt für, Geld, also wenn man startet jetzt. Also Das kann gerade wegen Verschiffung, falls man mal irgendeine größere Fähre braucht oder wieder zurück muss, oder sollte man schon ein paar Euro auf der hohen Kante haben. Ja. Okay, das heißt, die meisten, die das ja sehen, die sind dann so 23, 24, sagen hier, ich mache das mal eben. Das heißt, ihr habt das geübt, ihr habt selbst ausgebaut, ihr habt lange dran gebaut, nehme ich an, oder? Ja, 2 Jahre. 2 Jahre. Allerdings hatten wir auch keine Halle und das Auto stand auch nicht da, wo wir gewohnt haben, also immer nur am Wochenende, wenn gutes Wetter war. Und deshalb hat es 2 Jahre gedauert, leider. Aber zum Alter, also damit hat das nichts zu tun. Wir haben auch in Griechenland ganz viele junge Menschen kennengelernt, die Anfang 20 waren, die sich auch ihren Traum erfüllt haben und im Van leben. Und die haben zwar nichts auf der hohen Kante, aber die sind da sehr flexibel. Also die haben eben noch nicht so viele Gedanken sich darüber gemacht, was in Zukunft ist, und das ist vielleicht auch ganz gut so. Ich überlege gerade, ob ich den Film meinem Sohn zeige, der ist jetzt 10. Nicht, dass er irgendwann mal kommt mit 16 und sagt, du Papa, ich gehe mal nach Griechenland für 3 Jahre. Warum nicht? Hab so einen alten Bulli, du hast ja noch einen T3 vor der Tür, kann ich ihn haben? Genau. So, das ist, der wäre nämlich optimal dafür. Überlegen, ob wir den... Soll man machen. Also ich glaube, eine bessere Erfahrung kann man nicht sammeln. Also nicht zu viel nachdenken. Ist da unten jetzt in Griechenland, ist da jemand, der kommt und guckt, wo du stehst, oder ist das relativ frei? Es kann schon sein, dass mal jemand kommt. Also wir haben auch schon Bekanntschaft mit der Polizei in Griechenland gemacht, aber bisher war das alles Die waren nett, oder? Unterschiedlich. meistens ja. Was heißt unterschiedlich?
Ja, wir waren halt in so einer Lockdown-Zeit ja auch da und Griechenland hatte ziemlich strenge Regeln. Ja. Und irgendwie durfte man sein Zuhause halt nur so 2 Kilometer im Umkreis verlassen. Okay. Und es sind Achso, das hatten wir auch. Mit so Zollstock haben die nachgemessen. ja, genau. Also die Regel war halt, man hat eine Meldeadresse und man darf seine Meldeadresse nur im Umkreis von 2 Kilometer verlassen. Das war dieser super Lockdown. Weg, oder? Ja, genau. Und dann hatten wir halt einen Polizisten, der fand das halt nicht so cool, dass wir dann halt im Camper da sind und meinte, naja, dann fahrt doch nach Hause. Und Fahrt nach Hause. fahrt doch nach Hause. Aber das war der einzige. Das war der einzige Mal. Aber so eine Begegnung hat man immer. Die meisten waren wirklich super nett. Der hat den Spaß nicht nach 5 Minuten aufgeklärt, hat gesagt, hey. Das war kein Spaß. Der hat es ernst gemeint. Ja, der hat ernst gemeint. Ja, der hat es wirklich ernst gemeint. Er hat uns auch ein Knöllchen geschrieben. Wie viel? 150 Euro. Nee, 300 Euro. Ach, 300, ja gut, aber... Habt ihr bezahlt? Nein. Also er hat uns eine Bankverbindung draufgeschrieben, die wir aber nicht lesen konnten. War richtig noch mit Blaupause. Das war nirgends so im Computer eingetragen oder sowas. So ein Zettel mit durch... Hat das auch nicht so gemeint, glaube ich. Aber Ja. er hätte ja auch die 300 Euro sofort verstrecken können, wie irgendwer anders. Das stimmt. Ist der hier unter 7,5 Tonnen eigentlich? Ja, ist auch wirklich. Nicht nur eingetragen. Also wir haben reisefertig mit allen Tanks voll, haben wir 7,2 Tonnen. 7,2 und er darf 7,5. Ja. Cool. Aber wirklich alles drin. Also Tanks alle voll, Personen drin, Gepäck drin. Dann Das habt ihr gewogen mit der Seka Personenwaage. 4-mal. auf dem Schrottplatz. Auf dem Schrottplatz. Seid dann auf die Waage rauf. Achslasten auch da. Habt ihr noch Luft? Vorne hin? Ich denke schon, haben wir noch nie gewogen, aber wir haben, also eigentlich ist es technisch, ist es 9,3 Tonnen LKW. Okay, der hat noch Luft. Also hat er Luft nach Okay. oben. So, das ist deine Filmausrüstung. Ich zeige sie mal gerade. Damit wird dann gefilmt. Du hast eine GoPro. Nimmst du die auch mit auf den Kite dann? Oder? Ja, also gelegentlich. Gelegentlich. Und da vorne, was ist das für eine? Das ist eine, Lumix. genau. Okay, eine GH5, oder? Cool. Und ein Richtmikrofon von Rode mit dabei. Das funktioniert bei so Wind und Wetter. Man kann dich gut verstehen. Ich glaube schon, ja. Bin damit eigentlich ganz zufrieden. Ist nicht so groß. Du musst den unbedingt mal sehen, euren Kanal. Viel wichtiger ist ja diese Kiste hier. Ich zeig dir mal gerade. Da ist das Bier drin und davon Aperol Spritz trinkst du auch schon mal. Ihr seid ja ganz normale Leute. Ich habe gedacht, ihr esst jetzt irgendwie nur so, trinkt nur Ziegenmilch und nee. Nee, das trinken wir nicht. Also, Das war Spaß. Sollen wir sagen, wie unnormal wir sind? Also wir trinken keine Milch. Wir trinken keine Milch. Ja, wir sind vegan. Ich zeig das mal gerade da vorne. Das sind unglaublich viele Bändchen, die du anhast. Achso, ja. Ungefähr wie alt sind die alle? Die sind noch gar nicht so alt. Das ist von 2015. Okay. Ja, also ein paar sind auch schon abgefallen. Es gibt auch noch eins von 2020, genau. Das von 22. Ja, also wir sind gerne auf Festivals. Ihr seid jetzt ein Jahr lang unterwegs in Deutschland. Was gibt's denn hier zu sehen? Das ist doch total langweilig, Deutschland. Wir haben vorher noch gar nicht so viel angeschaut. Also wir waren jetzt im Harz das erste Mal zusammen und waren auf dem Brocken und ja, also es gibt viel zu sehen. In Deutschland? Ja, Unser Deutschland. ja tatsächlich. Und wir waren auch von der Region um Kassel herum total begeistert. Kassel. Kassel, ja, Ja, Kassel. hätten wir auch nie gedacht. Aber Ja, und es ist schön. gab tolle Stellplätze, keine Probleme, Stellplätze zu finden. In Also Ba- es muss nicht immer Bayern sein, oder? ich Bayerischer wollte Wald? ich wollte gerade sagen, also in Bayern waren wir jetzt auch noch einen Monat und es war wieder wunderschön. Okay, ihr seid aus nochmal? Aus? Mecklenburg-Vorpommern, also direkt von der Ostsee aus Wismar. Ach, da oben. Mhm. Das ist doch wunderschön da. Ihr könntet auch da oben stehen. Ist das der Grund, warum ihr Kitesurft und so? Genau. Ja. Ja, dadurch ist man dazu gekommen halt. Ist Ne? da Wind viel? Ja. Okay. Mhm. Weil ich weiß noch, man braucht irgendwie viel Wind. Ich war mal unten in Spanien, da gibt es so eine Rosas, Bucht von Rosas. Da sind die alle am Kiten. So 11-jährige Kiten da. Ich habe immer Angst, dass ich wegfliege. Wie fängt das an mit Kiten? Wie lernt man das? Also ich habe ganz früh halt mit Windsurfen irgendwann mal angefangen und Ja, dann irgendwie einfach mal so. Genau, und alle Freunde, so die ich so hatte, die sind dann irgendwann zum Kiten übergelaufen. Ich dachte, ich bleib stark, bleib beim Windsurfen, aber bin dann irgendwann auch schwach geworden und habe halt mit Kitesurfen angefangen Und du hältst Spaß. zuerst den Drachen? Oder wie Ja, also läuft du meistens, also wenn du Kitesurfst aufs Wasser, startest du den halt ganz normal auf dem Land. Man ist über so ein Trapez, ist man eingebunden, ist man verbunden mit dem Schirm, Okay. kann das Ganze steuern, man kann so powern, depowern, Okay. entsprechend, dass der Schirm stärker zieht und weniger und dann geht man mit seinem Board ins Wasser und fährt ganz Und du normal kannst los. springen auch so? Ja, Und du bist wahrscheinlich richtig freudig, wenn der Wind richtig geht, oder? ja. So Windstärke 10 macht dir 10 Spaß. ist vielleicht schon ein bisschen zu Viel. doll, aber man wird ja auch älter und sowas früher vielleicht, aber mittlerweile ist so Windstärke 6 bis 7 ist so eine gute. Drohne, macht ihr Drohnenaufnahmen oft? Ja, haben wir auch, ja. Ist das- Also ich mache ja gar keine Drohnenaufnahmen mehr, weil ich das Gefühl habe, die Leute sind so überdrüssig an Drohnenbildern, will irgendwie keiner mehr sehen. Sieht geil aus. Ist ja Es sieht- für uns auch schön, die es sieht- Bilder von oben zu Ich sehen. mag einfach diese Bilder. Man ist irgendwo, man hat ja so einen kleinen Horizont, den man sieht Ja. und dann lässt man eine Drohne steigen und sieht diesen riesen Strand oder diese riesen Ja. Berge, was man so gar nicht wahrnehmen kann. Also es sind schon schöne Aufnahmen. Ich sehe gerne Drohnenaufnahmen.
Hand aufs Herz mal. Jetzt gibt es ja viele Paare, die irgendwie Beziehungsstress haben und so. Und ihr lebt ja das perfekte Leben. Ihr seid am Kitesurfen den ganzen Tag. Ihr lebt in eurem Auto und könnt hinfahren, wohin ihr wollt. Gibt es Nachteile von der Lebensform? Wenn du mal so überlegst, ich meine, ihr könnt ja jetzt auch zusammen in der guten Dreizimmerküche Bad mit... Ja. Also finanziell vielleicht, man muss sich schon halt einschränken dann ein bisschen, weil wenn man natürlich beide jetzt einen vernünftigen Job hätte, jeder 40 Stunden die Woche arbeiten würde. Ja toll, da wäre aber die Zeit weg. Ja, genau. Und das ist jetzt unser Mittelweg, den wir für uns gefunden haben, zwischen Geld und halt Leben, Lifestyle. Ein Ofen fehlt mir manchmal, ein richtiger Zum Backen, Ofen. ja. Genau, das fehlt mir manchmal. Ja, Also steht auch so in der Preisliste von Tedford, gibt es so einen? Ja, also Gas? Wir haben Omnia. Ja, wir haben Omnia, das reicht auch manchmal so zum... Höre ich aber raus, reicht nicht. Ja, ich also weiß. für meine Snickers-Torte reicht es aber nicht. so viel Platz haben wir dann halt auch nicht, sonst geht's nicht. wir müssen halt auch ein bisschen Kompromisse deshalb, eingehen. wenn wir dann mal bei Freunden irgendwo zu Besuch sind, dann nutze ich das gleich aus. Dann wird gleich alles gebacken, was geht. Da vorne, was ich ja alle so Sticker sehe, die Lofoten sind da oben, dann ist da rechts daneben, was ist das da, das Finnish, oder? Ne, das ist auch aus Norwegen. Ich zeig das mal gerade. Da waren wir an einem Strand in Vardø und haben Wale beobachtet. Ihr habt Wale beobachtet? Ja, Buckelwale in der Ach so. Bucht. In der Vom Bucht, in der, Bett aus. Genau, vom Bett aus, in der Bucht von Vardø. Ja, da raus. Nochmal, ihr habt so rausgeguckt und dann habt ihr so einen Buckelwal gesehen und gesagt, schon wieder ein Buckelwal. Ja, genau. So Netflix für Arme quasi. oder für Reiche. Und es war auch noch Mitternachtssonne und es ist nicht dunkel geworden. Also es war ganz schlimm in Norwegen. Sag mal so, ihr macht ja im Prinzip euren eigenen Film. Ihr filmt das auch noch komplett. Wenn du Leute siehst, die jeden Abend Netflix gucken, so aus der Retorte, so irgendwelche Serien, die für Millionen gemacht worden sind, damit die Zeit irgendwie totschlagen können. Ihr wisst ja nicht, was morgen passiert, oder? Ich meine, bei der Serie 23, Episode 5, das ist ja anders, oder? Ja, ne, in den meisten Fällen weiß man es nicht. Ne? Gerade wenn man weiterfährt, man weiß nicht, wo man am nächsten Tag steht, wo man schläft und sowas. Aber es ist wirklich ein gutes Gefühl. Also. Jetzt ist das Fahrzeug ist ja recht unspektakulär. Die Leute, die das von außen sehen, denken, naja gut, das sind jetzt keine Multimillionäre, ihr seid jetzt kein Concorde oder Morelo oder so irgendwas. Wie denkt ihr darüber? Die weiße Ware, wenn ihr die in Spanien seht? Ich meine, die machen ja auch ein Hobby. Ja, also die campen ja auch nur und sind auch gerne... ja, aber die sind ja auch gerne eigentlich draußen und unter Menschen und wollen eben nicht dieses Hotel-Feeling eigentlich haben am Strand, die Liege mit dem Handtuch reservieren oder sowas auf Ibiza, sondern wollen auch gerne in der Natur stehen. Und das haben wir auch viele kennengelernt. Genau, und die Fahrzeuge sind auch wirklich, von innen sind die echt schön. Also ja, aber ich finde, das hier hat doch was, hat doch Style. Ja. Das ist so gewachsen. Also für uns wäre das auch nichts mit so einem Wohnmobil, das ist uns irgendwie auch zu unspektakulär dann. Das finde ich auch. Ja, zumal du kommst überall damit hin. Freistehen ist ja so ein Thema. Portugal ganz verboten mittlerweile. Wie geht ihr damit um? Ihr meidet Portugal, oder? Ja, genau. Also Spanien, Portugal waren wir auch noch gar nicht. Natürlich als Surfer, Tarifa ist nochmal so ein Punkt, wo man hin möchte. Marokko vielleicht auch nochmal und Afrika. Aber die haben in Frankreich, was die gemacht haben, damit die Franzosen jetzt nicht alle nicht mehr nach Portugal fahren, sondern nach Afrika. Was die gemacht haben? Die Haftpflicht ist nicht mehr gültig in Marokko. Was? Ja. Ach, wirklich? Okay. Wirklich. Wenn du jetzt, also ich wohne ja in Frankreich, wenn du da jetzt ein Fahrzeug zugelassen hast und fährst nach Marokko, hast du keine Haftpflicht mehr. Achso, muss man dann da abschließen, vermutlich eine eigene Kamera? Oder? War wahrscheinlich eine Zusatzversicherung musst du dann machen oder irgendwas. Auf jeden Fall geht die original nicht mehr, weil die Franzosen nämlich alle in Portugal waren und an den Ständen standen frei. Ja, und das geht jetzt nicht mehr. Achso. Ich glaube, die sind ziemlich rüde da unten, oder? Ja. Habt ihr irgendwas gehört? Habt ihr da so eine Community? Irgendwie? Also wir haben ein paar Leute kennengelernt, die auch so einen Winter mal in Portugal und Spanien waren. Aber eigentlich, wenn man nicht gerade am Strand stehen will, sondern auch ein bisschen im Inland, geht das wohl auch alles noch. Direkt an den schönen Stränden, da soll es ein paar Probleme geben, aber so Landesinnere ist das wohl immer noch möglich, was wir zumindest gehört haben. Aber So, ich stelle euch mal ein paar Fragen. Zahnarzt? ja, haben wir in Deutschland. Frauenarzt? Auch in Deutschland. Auch in Deutschland. Ja. Das heißt, wenn ihr jetzt unterwegs seid, ein Jahr irgendwie, dann musst du dich an den Frauenarzt deines Vertrauens wenden, oder? Genau, also unterwegs, es gibt natürlich in großen Städten gibt's Ja, Ärzte, überall, genau. Und wenn Probleme da wären, dann Okay, das heißt, man sollte auch gesund sein, wenn man auf so eine Reise geht, am besten, oder? ist natürlich vorteilhaft, aber es ist nicht so, dass man nicht auch unterwegs Hilfe kriegt. Hilfe bekommt. Also wir haben auch jemanden kennengelernt, der dann Krebs hatte und operiert werden musste und in Griechenland eben im Krankenhaus war. Und ist alles möglich, ja. und der reist auch weiter. Krankenversicherung, wie habt ihr das gelöst? Also wir hatten eine Auslandskrankenversicherung, in der EU jetzt erstmal die normale Krankenversicherung. Ja. Die gilt weiter? Ja. Okay,
Cool. Ja, also all das sind, glaube ich, auch so typische Fragen, die Leute stellen, oder? Wie ist das mit Krankenversicherung? Ja. Haftpflicht, habt ihr sowas? Wenn du jetzt mit deinem Kite irgendwie jemanden tötest? Oder? Ich hoffe nicht, dass du jemals jemanden... Nee, also eine Personenhaftpflicht haben wir nicht. Also, Habt ihr nicht? Nee. Das heißt, ihr seid selbst verantwortlich für das, Genau, was ihr tut. ja. Was aber schlimm, oder? Ja, jetzt wo du es sagst, wo ich mich darüber nachdenke, was habe ich richtig schlechtes Gewissen. Ich zeig mal gerade, dass das eine coole Hose, die du anhast. Ich habe gemerkt, dass ich im Sommer, wenn ich unterwegs bin und bin im Urlaub, ich habe immer nur 1, 2 Hosen dabei, hab ganz wenig Verbrauch an Wäsche. Ist das so? Dass man, Ist so, ja. ist so. Wir haben auch wieder viel zu viel Klamotten dabei. Weil man ja für jede Jahreszeit was haben muss. Ist natürlich, Genau. Wir haben natürlich so Kisten, die haben wir weggepackt und im Winter holen wir andere Klamotten als im Sommer raus. Genau, zum Und- Skifahren brauchen wir andere Sachen als... Also wir haben auch Skier dabei. Fahrräder habt ihr auch dabei? Nee. Nee, ihr Das- braucht keine. Oder? Hätten wir gerne, aber irgendwann ist der Platz halt auch zu Ende. Ne? Und War zu Ende. ja, wir wollten nicht noch länger werden, die noch hinten ran. Das wäre dann. So, jetzt überlege ich gerade, was ich hier abfilme, damit die Leute auf euren Kanal gehen. Da vorne, guck mal hier, wenn du da mal frei machst, hinten. Überall Penner. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Wenn man das googelt oder in YouTube eingibt, dann kommt man direkt auf euren Kanal, Ja. korrekt? Okay. 12.000 Abonnenten. Liebe Zuschauer, ich möchte, dass da mindestens demnächst 15, 16, 17.000 drauf sind. Denn ihr wisst, je mehr Leute gucken, desto mehr Geld könnt ihr verdienen. Das ist so. Das hilft schon ein bisschen, das YouTube? Ja, Oder ist es wenig? also es ist jetzt nicht so viel. Also es reicht, glaube ich, aktuell gerade mal so um so eine Anderthalb. neue Kamera und eine Drohne hatten wir uns jetzt letztens mal gekauft. Im oder Jahr, sowas. oder Ja, im Jahr. Ja, Also, ja, im Jahr. So. Also es ist jetzt Die nicht. meisten Leute denken, ihr seid jetzt Multimillionäre, weil ihr Filme einstellt. Nee. nein, also wir machen keine Werbung oder sowas. Okay, aber da wird ja entsprechend Werbung eingeblendet. Ja, von- genau, von YouTube. Aber Und da habt ihr dann, das heißt, je mehr Leute für eure Filme gucken, desto mehr Geld kriegt ihr. Ja. Also unterstützt das bitte. Ich zeige mal gerade, damit es auch mal ein neues Tattoo gibt, das hier vorne das drauf ist. Das ist ja mittlerweile auch komplett angekommen. So Dreadlocks und Tattoo, wo vor 20 Jahren meine Oma, die hätte mich getötet oder vor 30 Jahren. Das ist so, ich glaube, im Lifestyle ganz normal geworden. Ja, Ne? ist halt in der Gesellschaft in der Mitte angekommen, glaube ich auch. Krass, oder? Das ist so. Ich bin natürlich schon alt, ja. Ich kenne das ja, wo die Leute so Tunnel oder irgendwas haben und die dann sagen, ja, zieh erstmal den Tunnel aus und so. Heute lächerlich, ja. Ich habe die Werbung jetzt gesehen, entsprechend von der Commerzbank, da könntet ihr sofort als Werbeikone einsteigen. Die versuchen jetzt irgendwie die ganz coolen Leute zu erreichen, weißt du, die so Bart tragen und irgendwelche Tattoos. Ja, aber es wirkt halt stellenweise, finde ich, auch immer doll lächerlich. Gerade Oder? wenn so große Aufgese- Firmen, wenn aufgesetzt große halt. Firmen dann irgendwie so mit so solchen Klischees dann- Aktuell bei der Commerzbank. Geht mal auf die Webseite. Ihr habt das Gefühl, da sind irgendwelche, was weiß ich, Skateboard fahrenden also unglaublich, Ja. die alle 54 sind und natürlich perfekt surfen können und so weiter. So sehen die Typen aus da, ja. Okay. kannst du das etwa nicht? Nee, ich kann Skateboard fahren, aber nicht surfen. Was aber surfen immerhin. Das ist ich ja habe gar aber Stand-Up-Paddling gemacht, das erste Mal. Auch nicht Ich schlecht. bin zweimal reingefahren und danach ging's. Haben wir letztes Jahr auch. Also Und du weißt warum? Es war nicht genug Luft drin. Ach so. Ja, das muss nämlich auch noch passen. So, jetzt lasst euch in Ruhe. Heizung ist drin, also kommt demnächst eine zweite. Und was das Wichtigste ist, deine Frau hat es dir gesagt. Ach, ein Ofen. Ja. Nein. Ja, aber da ist kein Platz. Nee, das nicht, da muss ich andere Sachen auspacken, das möchte ich ja auch nicht. Ja. Spielen, du zockst noch ein bisschen? Nee, wir spielen Gesellschaftsspiele. Gesellschaft ist richtig Was denn? analoge Was Gesellschaft. spielt ihr? Wir haben so Besserwisser dabei, Scrabble haben wir haben Schach und ich Du weiß spielst Schach? Ja. Ich auch. Und gerne. Mein Sohn spielt auch Schach. Auch, Backgammon? Backgammon, Backgammon? haben Ja, wir uns auch gekauft. haben wir auch letztes Jahr mit angefangen, weil das haben wir immer so gesehen, so gerade ältere Leute das immer so gespielt haben. So in Rumänien, in an Rumänien der an der Straße. Straße und das sah irgendwie voll interessant aus und deswegen hatten wir uns. Und wie lange habt ihr gebraucht für gut Backgammon? Wir Wir haben das wissen nicht, dank, ob wir gut sind. ja, aber wir haben es dank YouTube. Wir haben uns so YouTube-Tutorial. Eigentlich ist es ja gar nicht so schwer, das Spiel. Ja. Aber wir haben uns so Tutorials angeguckt und haben wir mal gespielt und also mittlerweile haben wir es, glaube ich, ganz gut verstanden. Ja, 5, 6 Mal gespielt und dann. Sag mal, das ist ja die Zeit ist ja dann weg, wenn ihr hier Backgammon spielt. Was ist denn das? Ja gut, ich meine, ihr könnt ja dann in der Zeit nichts anderes machen. Ihr könnt nicht zum Beispiel Netflix gucken und du kannst nicht Google News gucken. Nein. Die Tagesschau Ja. für die wichtigsten Nachrichten des Tages und so weiter. Ist das so, dass man da noch Nachrichten guckt, wenn man jetzt in Griechenland ist, groß? Oder? Ja, doch. Also so man jetzt nicht regelmäßig, aber doch ab und, So ab zu, und zu. informiert man sich schon mal. Also gerade weil wir in Griechenland ja während des Lockdowns waren, hat man sich schon informiert, so was Ist schon in der Welt witzig, los wenn man ist. das live mitkriegt, dass die Leute in Deutschland über Griechenland Lockdown sprechen und ihr seid gerade da, oder? Ja, und es war irgendwie ganz anders, aber ja, Das war ganz anders. ja viel schlimmer. Nein, also Nein. es war alles total in Ordnung. Also wir sind ja da geblieben und wir haben uns wohlgefühlt und
Und der Lockdown, wie war der so allgemein, in den Ländern, wo ihr wart? Also ich habe nur gesehen, in Marokko waren irgendwelche gestrandeten Leute, die mussten ein Jahr länger bleiben oder so. Das wäre ja jetzt nicht so schlimm gewesen. Wir hätten auch jederzeit fahren können. Das war jetzt nicht so, dass wir hätten bleiben können. Also ich weiß, es gab ja viele Länder, gerade in Nordafrika, wo die dann dieses Gebiet, diesen Campingplatz oder diese Area nicht verlassen durften. Ja. Und das war in Griechenland halt ein bisschen anders. Locker. Also das wurde ein bisschen lockerer gehandhabt. Man muss auch sagen, man hatte als Tourist so einen leichten Bonus, was auch wirklich ein bisschen gemein ist im Vergleich zur einheimischen Bevölkerung. Die hatten noch härtere Regeln und so, zumindest bei Touristen wurde es oft nicht vollstreckt einfach. Ihr konntet ja nicht anders. Ich meine, ihr habt das Auto ja dabei gehabt, ihr konntet ja jetzt nicht einfach ins Hotel ziehen oder so, was ja viel schlimmer gewesen wäre. Ja. Was ja komisch Die waren ja auch ist. geschlossen. Also Ja, die Hotels waren ja auch geschlossen. Hotels waren auch geschlossen. Also die Regeln, die waren ja, die wurden ja über Nacht erfunden. Da hat ja keiner nachgedacht groß, dass man im Camper, wen will man denn da anstecken? Erstmal ehrlich. Ja, ist auch so. Also wir sind selber, also wir hatten Corona bekommen, aber erst nachdem wir zurückfahren. Also als wir wieder in Deutschland dann waren und wir hatten... Und war schlimm oder ging's? Ja, also Grippe. Ja, Grippe, genau. Ja, also aber am Monat hatten wir dadurch, wie wir auch Sport und regelmäßig laufen gehen. Also wir haben schon nicht mehr. Nee, es ging also 1,5 Monate, hat das bestimmt gedauert. 1,5 Monate? Ja, bis wir wieder diese Form wiederbekommen hatten. Also es war schon... Ja, ich habe mich mit jemandem unterhalten, der war so um die 45. Der Kampfsportler, Kurzatmigkeit danach. Ja. Also hat er irgendwie gemerkt und so weiter. Also ist schon ernst zu nehmen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten gerade beim Laufen, wenn es dann losging, der Puls ist immer in die Höhe geschossen. Wir haben ja diese Pulsuhr und ja, früher sind wir dann so 10, 20 Kilometer gelaufen und dann war irgendwie schon nach 2, 3 Kilometer war Schluss. Und dann und jetzt ist wieder gut. Jetzt ist alles gut wieder. Sehr schön. Gut, ihr seid ja nicht mehr die Jüngsten, muss man sagen. Ja, genau. Ich sehe da vorne, da sind so ganz viele Aufkleber, die drauf sind, die sind alle gesammelt worden. Konzerte, kann man die denn noch wahrnehmen dann? Und Festivals und so weiter. Jetzt bei Pandemie und so, da gab es ja eh wenig. Und ja, aber also wir waren jetzt erst in Deutschland wieder auf Festivals. Wo wart ihr? Also auf dem Immergut, das ist das in Neustrelitz, bei uns oben in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, also ich bin ist immer gut. Ich bin seit 20 Jahren da und es ist immer gut, ist immer gut. Ja, ich bin ja tief aus dem Westen in Saarbrücken. Ja, ich weiß ja gar nicht, was ihr drauf habt, ihr aussieht. Ihr seid ja, ihr habt ja wahrscheinlich komplett eine eigene Community da unten. Ihr habt die See da unten. Ihr habt, das macht wahrscheinlich Höllenspaß am Strand und so weiter, oder? Haben wir auch, also so Surf-Festivals direkt am Strand in Rostock mit wirklich Sport auf dem Festival und Musik dann eben abends direkt am Strand. Also ist ein Erlebnis. Fahrt mal dahin. Also wenn ihr nach Polen fahrt, ihr wart wahrscheinlich oft in Polen da, zum Surfen, Danzig und so? Ja, also nicht zum Surfen, weil das Wasser ist ja bei uns vor der Tür, da braucht man nicht so weit. Nee. Aber Polen ist auf jeden Fall nah dran. Ich war nämlich jetzt mal in Polen, war ganz überrascht, wie schön es da ist, wie nett die Leute sind. Ja, du hast überall 5G mit mindestens 100 Mbit. Auch nicht teuer. Die Daten, der Preis ist voll okay und viel Natur halt. Ne? Viele Nationalparks, die wirklich groß sind und die man wirklich erleben kann noch. Und auch die Seenplatte, die Masuren, das ist wirklich sehr schön. Sehr schöne Gegend, ja. So, also geht auf den Kanal, überall Penner, könnt noch stundenlang miteinander sprechen, aber ihr könnt sie auch direkt anschreiben. Wenn Leute Fragen haben, können die euch schreiben eigentlich, können sagen hier, wie macht ihr das und so und so? Genau, also wir haben eine E-Mail-Adresse auf unserem Blog und auch unseren Telegram-Kanal, also da könnt ihr auch direkt schreiben. Telegram. Sehr schön. Hast du was gesagt. Nein. Hast du was gesagt. Nee, mir ist das scheißegal. Ich muss sagen, es ist ein direkter Kontakt halt möglich. Ich hatte ja zum Schluss eine Alarmanlage, auch aus Russland, eine Pandora. Deine Standheizung ist aus Russland. Ja, genau. Das wollen wir jetzt gar nicht erwähnen, die Planar, die 4D, aber ich sag mal, da können ich halte mich da raus. So. Wir lassen das mal in Ruhe, aber glaube ich auch ein spannendes Land, wenn keine Kriegszeiten werden, dass man da auch mal hinfahren könnte, oder? Wollten wir eigentlich. Also wir wollten in unserem Sabbatjahr eigentlich in die Mongolei fahren. Ja. Durch Russland hatten auch schon also diese Business-Visa zur Mehrfach-Ein- und Ausreise. War alles schon geplant. Kanäle, Passage für den Iran hatten wir alles dabei und dann waren eben die Grenzen dicht. So ist das. So, und wir hoffen, dass das ja auch alles gut ausgeht, zumindest jetzt am 28. Juli 2022. 37? Ich glaube ja. Du bist 37? Du bist 38? Ja. Gut, cool. Also ich hoffe, dass ihr noch die nächsten 30 Jahre mindestens in diesem Camper überleben werdet. Habt ihr mal überlegt, vielleicht ein bisschen größer oder ist das genau die Größe? Eher wieder ein bisschen kleiner. Ein bisschen kleiner? Nein, nicht. Ein VW-Bus? Was denn jetzt? Na, also anders. Also vielleicht, es gibt so ein bisschen ab und zu kommt die Idee auch vielleicht die von der Straße weg eher zum Wasser. So zum Segelboot. Ein Segelboot, ja. Ein Segelboot? Ja. Du kannst segeln? Noch nicht. Kann man lernen. Ich war schon mal segeln, aber ich kann surfen und ich kann kiten. Also kann ich auch lernen, Segelboot zu fahren. Das stimmt. Und da ist so ein bisschen
die Überlegung. So, also jetzt nicht lange überlegen. Ich ziehe nochmal gerade meinen Tele auf, dass man es auch da hinten gut sehen kann. Überallpenner heißt der YouTube-Kanal, da geht ihr bitte drauf. Und denkt dran, denken hilft. Ja? Also geht direkt auf den Kanal und lasst ein Abo da für die Überallpenner, wenn ihr gerade dabei seid. Wenn du mal gerade in die Kamera sagst, bitte abonniert den Kanal German Television. Bitte abonniert den Kanal German Television. So, und du? Bitte abonniert den Kanal German Television. Sehr schön. Also bitte das auch machen. Und ihr wisst, denken hilft. Tschüss.